Möchtest auch du ein Bankkonto im Ausland außerhalb der EU eröffnen? Dann solltest du wissen, dass durchschnittlich 50 bis 75% der Anträge für Kontoeröffnungen abgelehnt werden. Warum das so ist und was du dagegen tun kannst, das werde ich dir in diesem Video erklären. Noch ein kurzer Hinweis in eigener Sache, wenn auch du dich für eine Kontoeröffnung im Ausland interessierst, idealerweise außerhalb der EU, um dein Vermögen zu schützen, um einen Plan B zu haben für dein Vermögen, dann können wir dich gerne dabei unterstützen. Wir eröffnen seit 2006 Konten für Mandanten in Ländern wie zum Beispiel der Schweiz, Liechtenstein, den USA, Serbien, Georgien, Puerto Rico, Singapur, insgesamt in über 30 Ländern außerhalb der EU. Wir haben dazu eine eigene Webseite gemacht. Sie heißt Freedom Banking Plus. Link dazu in der Beschreibung dieses Videos. Also wenn dich das interessiert, dann schau dir das gerne einmal an. Nun aber zurück zum eigentlichen Thema. Eine Kontoeröffnung im Ausland, sie ist für viele, die sich mit dem Thema Plan B beschäftigen, der erste Schritt. Ein Plan B, das ist ja ein weites Feld. Für viele gehört zum Beispiel dazu eine zweite Staatsbürgerschaft, vielleicht auch Aufenthaltstitel im Ausland, Gold im Ausland zu lagern, im Ausland zu investieren, dort Immobilien zu haben, vielleicht Unternehmen zu gründen. Also wie man schon sehen kann, alles Maßnahmen, die zwar möglich sind, aber meistens etwas mehr Zeit beanspruchen. Die Kontoeröffnung im Ausland, sie ist daher für viele der erste Schritt, um an einem Plan B zu arbeiten. Und das ist natürlich auch sehr sinnvoll, denn wie du weißt, die Konten in Deutschland und auch in der EU mit einigen Risiken behaftet für dich und dein Vermögen. Denken wir nur an Dinge wie zum Beispiel Bail-in-Gesetze, wo letztlich bei einer Bankenpleite die Sparer dann bezahlen müssen. Denken wir an Dinge wie das Europäische Kontenregister, das 2027/28 kommt, wo dann jede EU-Ermittlungsbehörde jedes Konto in der EU inklusive auch Liechtenstein anschauen kann, inklusive 5 Jahre Transaktionsdaten. Denken wir an Dinge wie den digitalen Euro, die digitale ID, die vielleicht mit Konten verbunden wird. Denken wir an Dinge wie möglicherweise eine Euro-Schwäche, eine Finanzkrise. All das Dinge, die schon beschlossen sind, die uns möglicherweise blühen und die uns auch schon mal in der Vergangenheit betroffen haben. Da tut es also kein Wunder, dass sich gerade Leistungsträger, Unternehmer, Freiberufler, Investoren aus Deutschland und aus Österreich damit befassen, wo sie das Vermögen hinpacken können. Ganz sicher für viele aus dem deutschsprachigen Raum ist der erste Schritt die Schweiz. Die Schweiz ist ja ein fantastischer Bankenstandort, wobei viele auch dort sagen, naja, die Schweiz ist ja doch etwas zu nah an allem dran. Wer weiß auch, wie sich das Ganze mit den bilateralen Verträgen entwickelt. Wird es in Zukunft vielleicht so sein, dass der Europäische Gerichtshof das letzte Wort hat, wenn es um Schweizer Gesetze geht? Also alles eine Entwicklung, die man schon ziemlich genau beobachten muss. Aber ansonsten natürlich, die Schweizer Banken sind hervorragend. Der Schweizer Franken ist eine hervorragende Währung. Selbst wenn das Bankgeheimnis im ursprünglichen Sinne natürlich nicht mehr funktioniert, kann man dennoch natürlich die Schweiz als Standort absolut empfehlen. Dann gibt es weitere Premium-Standorte. Ich denke zum Beispiel an Singapur. Andere attraktive Standorte können auch die USA sein. Die britischen sogenannten Crown Dependencies, Jersey, Guernsey, Isle of Man. Zum Teil die karibischen Gebiete oder auch näher an uns dran. Zum Beispiel Monaco oder auch Georgien oder auch Serbien. Alle diese Bankenstandorte haben verschiedene Charakteristika, alle diese Bankenstandorte haben verschiedene Vorteile. Da muss man sich im Grunde im Detail damit beschäftigen, was ist mir wichtig, was will ich gerne haben und sich dann entsprechend für ein Bankkonto entscheiden. Für viele zum Beispiel ist ein wichtiges Kriterium, dass das Land nicht am automatischen Informationsaustausch nach OECD-CAS. Für andere ist das ein Thema, das im Grunde genommen zu vernachlässigen ist, denn wie gesagt, die meisten wichtigen Finanzstandorte nehmen ja heute sowieso an diesem Informationsaustausch teil. Also, man begibt sich dann auf die Suche, man identifiziert eine Bank, man möchte dort ein Konto eröffnen, reicht dort seine Unterlagen ein, die dort gefordert werden. Vielfach geht das ja heute auch remote. Aber dann muss man feststellen, und da gibt es wirklich unzählige Beispiele, auch von Mandanten von uns, die das auf eigene Faust probiert haben, dass es dann nicht mit der Kontoeröffnung funktioniert. Entweder sagt die Bank ganz klar, nein, machen wir nicht, oder aber man steckt in einem Prozess fest, die Bank will irgendwelche Unterlagen haben, die man nicht einreichen kann und dann läuft sich das im Grunde genommen tot, auch wenn die Bank am Ende nie wirklich die Kontoeröffnung ablehnt. Ich muss jetzt natürlich sagen, was ich jetzt hier beschreibe, ist vielfach natürlich ein Phänomen, vor allen Dingen im Premium-Sektor, ganz klar. Also wenn du zum Beispiel in der Schweiz mit den hochwertigen Privatbanken arbeiten willst oder eben auch in Singapur mit den wichtigen großen Banken oder auch an anderen Standorten. Also Banken vielleicht, die dir Vorteile bieten. Du hast einen direkten Ansprechpartner, du hast einen Account Manager. Du kannst Lombardkredite bekommen auf dein Aktienvermögen. Die Banken machen für dich auch Vermögensverwaltung. Was ich hier beschreibe, trifft in erster Linie auf solche Banken zu, aber dann in gewisser Abschwächung durchaus auch auf andere Institute. Man merkt auf der ganzen Linie, und wir eröffnen ja Bankkonten schon seit 2006,
dass es eben immer strenger wird, dass die Dokumentationsanforderungen immer härter werden und dass eben immer mehr Konten einfach abgelehnt wurden oder sich die Kontoeröffnung im Grunde genommen zerläuft, weil die Bank Dinge fordert, die man nicht erbringen kann. Und was sind da die wichtigsten Gründe? Nun, es gibt zunächst mal Dinge, die auf der Hand liegen. Wenn du zum Beispiel in einem Land deinen Wohnsitz hast, das auf einer der schwarzen Listen steht, zum Beispiel auf einer schwarzen Liste der FATF, das ist eine Stelle der OECD, die kümmert sich um Standards zur Bekämpfung der Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung. Die FATF identifiziert regelmäßig Länder, die hier großen Nachholbedarf haben. Wenn du also in einem solchen Land wohnst, aber das sind natürlich vielfach die üblichen Verdächtigen, also Länder wie zum Beispiel Iran oder Nordkorea, und dass du da wohnst, ist relativ unwahrscheinlich, dann habe die FATF auch eine graue Liste. Wenn du in einem Land wohnst, das auf einer grauen Liste steht, dann kommt es vielfach zur sogenannten Enhanced Due Diligence. Das heißt, dann schaut die Bank sehr genau hin, ob sie dich als Kunden nehmen kann. Da hat die EU auch wiederum schwarze Listen und graue Listen, wobei da geht es unter anderem um das Thema Steuerhinterziehung. Wobei Banken außerhalb der EU sind natürlich an diese EU-Listen auch nicht gebunden. Also, dass du im falschen Wohnsitzland lebst, das ist sicherlich mit der häufigste Grund. Also man muss leider sagen, Schwellenländer in manchen Ländern Afrikas oder Asiens oder auch Osteuropas sind davon leider betroffen. Wenn die Kontoeröffnung online beantragt wird, kannst du oftmals gar nicht erst mit dem Prozess beginnen der Kontoeröffnung, weil dich die Bank schon von vornherein ausfiltert. Die Staatsbürgerschaft, muss man sagen, ist eigentlich weniger relevant. Das heißt also auch zum Beispiel, wenn jetzt ein russischer Staatsbürger in Europa wohnt, weil er zum Beispiel vor dem Beginn des Ukraine-Krieges nach Europa gezogen ist, wird er mal behandelt werden von den meisten Banken wie eben jemand, der in der EU ansässig ist, und er wird nicht als Russe behandelt werden. Wobei auch die Staatsbürgerschaft eine gewisse Rolle spielen kann. Und da sind wir eben schon beim nächsten Punkt. Also, das heißt, wir haben einmal die Kriterien der Bank, die öffentlich bekannt gegeben werden. Vielfach siehst du auf den Webseiten der Bank eine schwarze Liste, wenn du in einem dieser Länder wohnst. Und dann kann dir die Bank nicht mit dir zusammenarbeiten. Bei Geschäftskonten gibt es dann auch Listen von Aktivitäten, die dein Business nicht involviert sein darf. Sagen wir zum Beispiel mal Söldnerdienste oder Waffenhandel oder sowas oder Pornografie, damit die Bank mit dir zusammenarbeiten will. Aber das sind eben nur die öffentlich bekannten Kriterien. Vielfach gibt es da noch eine Reihe von Kriterien, die wir überhaupt nicht kennen, die kein Mensch weiß, warum diese Bank die Kontoeröffnung dann ablehnt. Es könnte zum Beispiel eine Kombination sein aus Faktoren, wie zum Beispiel Wohnsitzland, Staatsbürgerschaft und der Tatsache vielleicht, dass du ein Kryptovermögen hast. Also nehmen wir einmal an, du bist ein Deutscher, du wohnst in Hongkong und du bist im Kryptobereich tätig. Und das Beispiel Hongkong habe ich jetzt komplett erfunden. Ich habe damit jetzt keine konkrete Erfahrung. Aber dann kann diese Kombi, also dass du als Ausländer zum Beispiel in Hongkong wohnst und dann im Kryptobereich tätig bist, bei der Bank ein Alarmsignal auslösen. Oder sagen wir es mal im Umkehrschluss. Die einfachsten Fälle sind die, die aus einem Premium-Land kommen, in dem gleichen Land leben und dann ein Konto eröffnen wollen. Daher sage ich zum Beispiel immer, wenn du planst auszuwandern, es ist am einfachsten für dich, wenn du Deutscher bist, wenn du Österreicher bist, dass du dich um das Auslandskonto kümmerst, solange du noch in Deutschland wohnst und solange du noch in Österreich wohnst. Weil aus Sicht der Bank, ob das gerechtfertigt ist oder nicht, hast du dann das kleinste Risikoprofil. Also, wenn es nicht andere Risikofaktoren gibt. Ich meine jetzt Risikoprofil in puncto Kombination Herkunftsland und Wohnsitzland. Warum ist das so, dass du dann ein geringes Risikoprofil hast? Nun, die Bank möchte natürlich nicht mit Personen zusammenarbeiten, die Steuern hinterziehen oder ansonsten in irgendwelche illegalen und illegitimen Geschäfte involviert sind. Und aus der Risikobetrachtung haben viele Banken einfach die Erfahrung gemacht, dass Personen, bei denen die Wohnsitzlage und die Steueransässigkeitslage nicht so 100%ig klar ist, also jemand, der eben im Ausland lebt zum Beispiel. Lebst du dann wirklich im Ausland? Oder tust du nur, als ob du so da lebst? Also es ist aus Sicht der Bank immer das geringste Risiko, wenn du als Deutscher in Deutschland ansässig bist, wenn du als Franzose in Frankreich ansässig bist, wenn du als Engländer in England ansässig bist. Ob jetzt das intelligent ist, ob das logisch ist oder nicht, sei jetzt mal dahingestellt, aber das haben einfach die Statistiken der Bank ergeben, die dann in diese Risikoeinschätzung letztlich mit eingeflossen sind. Wobei das natürlich noch nicht heißt, dass das Konto dann abgelehnt wird, nur weil du jetzt als Deutscher in der Schweiz wohnst oder als Deutscher in Monaco wohnst oder als Deutscher in Dubai wohnst. Sondern in der Regel kommt es dann darauf an, wie deine weiteren Unterlagen aussehen. Und je geringer das Risikoprofil ist, desto weniger Unterlagen musst du einreichen. Je höher das Risikoprofil ist, desto mehr Unterlagen musst du einreichen. Viele Banken verlangen zum Beispiel einen Lebenslauf. Sie wollen wissen, mit wem sie es zu tun haben. Und dann wollen sie sehen, ob das Vermögen, das du hast, auch tatsächlich mit deinem Lebenslauf übereinstimmt. Sagen wir mal, dein Lebenslauf sagt, dass du dein Lebenslang Angestellter warst. Sagen wir mal in mittleren Positionen.
dann hast du aber ein riesiges Millionenvermögen. Dann gehen bei der Bank, ich will nicht sagen Alarmglocken an, aber dann will man natürlich mehr Informationen haben. Wie bist du zu diesem Vermögen gekommen? Kann ja sein, dass du was geerbt hast, kann ja sein, dass du was verkauft hast, kann ja sein, dass dir was geschenkt wurde. Also ich meine, es gibt auch dafür dann natürlich dann Begründungen. Aber wenn zum Beispiel dein Lebenslauf sagt, ich war so und so lange im eigenen Unternehmen tätig und dann kannst du noch ein LinkedIn-Profil zeigen, dann kannst du die Firmenwebseite zeigen und dann kannst du zeigen, dass du das Unternehmen verkauft hast, das macht natürlich dann für die Bank richtig viel Sinn. Oder auch, wenn du einen Umzug erklären kannst, wenn du sagen kannst, okay, ich habe mein Unternehmen in Deutschland verkauft und dann bin ich nach Dubai umgezogen oder in die Philippinen umgezogen oder was auch immer. Auch das kann man schön erklären. Allerdings wirst du auch hier vielfach, also zumindest bei Premium-Banken dann hören wollen, dass sie von dir Steuererklärungen haben möchten. Nicht jetzt eben nur deine Steuernummer, sondern eben auch Steuererklärung. Man will also sehen, ob das, was du sagst, auch wirklich Sinn macht. Wir hatten schon Fälle, und das waren Fälle, die waren völlig legitim. Da wurde in der Steuererklärung ein extrem kleiner Betrag nur versteuert, weil die Mandanten zum Beispiel in einem Non-Dom-Land gelebt haben. Ich kann mich an einen Fall erinnern, da derjenige in Großbritannien gewohnt hat, ein Konto in der Schweiz eröffnet, war Non-Dom, hat in UK offiziell, sagen wir mal, 50.000 Euro verdient, hat aber allein in einer Wohnung gelebt, die 5.000 Euro Miete kostet. So, dass diese Frage hochkam, dann wird ja die Bank nicht mehr nach der Miete gefragt. Allein an der Gegend in London hat man erkannt, wie teuer da die Wohnungen sind, und dann kam das als etwas hoch, das halt keinen Sinn macht. Also gut, dann kann man erklären, man ist ein Non-Dom, man muss seine ausländischen Einkünfte nicht versteuern, aber dann die Frage, wie wird die Miete bezahlt? Gut, in dem konkreten Fall war es halt so, dass der Mandant vor seinem Umzug nach England dann eine größere Summe überwiesen hatte. Die war dann nicht von der Besteuerung betroffen. Also insofern konnte man es auch wieder erklären. Beziehungsweise der Steuerberater, ein Rechtsanwalt, hat dann ein entsprechendes Schreiben verfasst und die ganze Sache erläutert. Aber ich will nur sagen, das waren die Fragen, die hochkamen. Gerade im Kryptobereich, wenn du ein Kryptovermögen hast, gibt es auch viele Minenfelder. Wenn du zum Beispiel einen Mixer verwendest oder auch zum Beispiel per P2P, also nicht über eine Börse, Zahlungen bekommst in Krypto, musst du natürlich genau dokumentieren können, was es mit diesen Zahlen auf sich hat. Und wie gesagt, da geht es jetzt nicht mal unbedingt darum, dass du jetzt Krypto über dieses neue Konto laufen lassen willst, was du jetzt gerade eröffnest. Du musst ja bei vielen Banken eine Vermögensdeklaration machen. Das heißt, du musst sagen, so setzt sich mein Vermögen zusammen, da kommt mein Vermögen her. Da gibst du also dein Krypto an. Und wenn dich dann die Bank fragt und du hast nicht die Belege dazu, dann könnte das natürlich schlecht sein. Generell muss man natürlich sagen, dass solche Ablehnungen aus diesen Gründen dann sowieso nicht so toll sind, ja? Denn wenn du abgelehnt wirst aus solchen Gründen und du bist jemand, der als verdächtig gilt, dann trägst die Bank möglicherweise eine Datenbank ein, die auch für andere Banken zugänglich ist. Und im Kleingedruckten irgendwo in dem Antrag unterschreibst du, dass du damit einverstanden bist. Das kann also dann ziemlich unangenehme Folgen haben, auch für die nächste Bank. Apropos Datenbank, eine weitere Sache, die Banken, also zumindest Top-Banken regelmäßig verwenden, ist das sogenannte World-Check-System. Das will ich dir mal kurz zeigen. So, hier kannst du World-Check sehen, lohnt sich das auch mal anzuschauen. So, und hier übrigens kannst du mal prüfen, ob du selbst in dieser Datenbank auftauchst. Da kannst du denen ja eine Anfrage schicken und dann zeigen sie dir mal, was dort über dich drinsteht. Was in dieser Datenbank auftaucht, ist ganz erstaunlich. Ja. Also da taucht zum Beispiel auf, in welchen Firmen du beteiligt bist. Da tauchen auch Gerichtsurteile gegen dich auf, aber auch zum Beispiel bestimmte Presseberichte. Ich hatte mal ein peinliches Erlebnis mit einem Mandanten. Wir waren in Bahamas, um dort ein Konto zu eröffnen bei einer führenden Privatbank. Und die Bank hat im Vorfeld seine Daten geprüft und hat die dann durch dieses World-Check-System laufen lassen. Und dann kam raus, dass dieser Mandant einmal in einer Kunstgalerie ein Bild gestohlen hat. Ja? Also ich meine, wenn man ihn fragt, seine Version war etwas anders. Er hat gesagt, er hat das Bild einfach mitgenommen. Er kannte den Galeristen, hat das Bild einfach mitgenommen, hat gesagt, okay, ich werde es später bezahlen, aber er hat es eilig gehabt. Ja. Aber der Galerist hat es nicht so gesehen, wie gesagt, und da waren die Polizei involviert und alles. So, und das ist dann dort aufgetaucht. Ja. Ich weiß jetzt nicht, ob der für Diebstahl verurteilt worden ist, aber eine solch bizarre, verrückte Geschichte kam dann da hoch. Und man kann es dazu stehen, wie man will. Besonders prickelnd findet die Bank das nicht, ja. Das ist ganz klar. Wobei die Banken müssen nicht mehr World-Check verwenden. Wenn man deinen Namen googelt und da tauchen irgendwelche Newsberichte auf, dass gegen dich ermittelt wird oder so, das ist natürlich auch alles nicht besonders gut, ja. Und apropos googeln, wenn überhaupt nichts über dich online verfügbar ist, das ist auch nicht gut. Also idealerweise findet man über dich lauter nachvollziehbare Informationen online. Also zum Beispiel, dass du auf deiner Firmenwebseite erscheinst, dass du ein LinkedIn-Profil hast, dass du vielleicht bestimmte Fachartikel in deiner Branche geschrieben hast. Das ist das, was die Banken sehen wollen. Das macht dann Sinn. Also so einen natürlichen Mix aus Dingen. Wer überhaupt nirgendwo auftaucht, der ist gleich schon mal extrem verdächtig. Also es kommt auf das Gesamtbild an, das die Bank von dir hat. Insbesondere natürlich in puncto deines Vermögens kannst du erklären, woher dein Vermögen kommt. Macht dein Vermögen Sinn? Ist es darstellbar, dass du keine Steuern hinterzogen hast?
ist es darstellbar, dass das Geld nicht aus undurchsichtigen oder gar kriminellen Handlungen stammt. Und eben, wie ich beschrieben habe, ein wichtiger Aspekt ist hier dann auch die Wohnsitzhistorie. Wir reden ja oft auf diesem Kanal über digitale Nomaden und das ist natürlich auch ein schöner Lifestyle. Aber jeder, der digital Nomade ist, sollte sich eine belastbare Steuerresidenz irgendwo aufbauen. Selbst wenn es ein Land ist, wo man keine Steuern oder nur sehr wenig Steuern bezahlt. Ein Land, wo man jedes Jahr eine Steuererklärung einreicht. Ich sag mal zum Beispiel Malta. Dort zahlst du dann jedes Jahr 5.000 Euro Pauschalsteuer. Du musst deine ausländischen Einkünfte nicht in der Steuererklärung nennen. Du hast aber offiziell in einem EU-Land deine Steuererklärung eingereicht. Das hat einen hohen Stellenwert. Du hast Steuern bezahlt, auch wenn es nur 5.000 Euro waren. Die Bank kann dich einordnen. Und das ist natürlich genauso auch bei geschäftlichen Einkünften dann eine wichtige Sache. Also wir helfen ja selbst vielen Mandanten dabei, LLCs zu gründen. Und wie gesagt, die LLC ist eine super Sache. Aber wie gesagt, wenn du dann zu einer Bank gehst, vor allen Dingen zu einer Bank, die jetzt eine High-Profile-Bank ist und dort mit deinem Vermögen ankommst, dann kann es möglicherweise ein Problem sein, wenn du dort Hunderttausende mit deiner LLC verdient hast, du hast da nie irgendwelche Steuern drauf bezahlt. Und das ist alles für die Bank nur schwer nachvollziehbar, beziehungsweise sieht es sehr riskant aus, weil du nicht eine ganz klare, einfache Lösung hast. Da ist es natürlich besser zu sagen, ich habe ein Unternehmen in einem Standort wie zum Beispiel Dubai, da muss ich Jahresabschlüsse einreichen, da muss ich zwar auch vielfach keine Steuern bezahlen, aber eine Steuererklärung muss ich einreichen. Da ist also nachvollziehbar, wie die Gewinne entstanden sind, da sind sie erklärt, da sind sie offiziell durch eine Steuermaschinerie hindurchgelaufen. Das ist immer bei den Banken ganz eindeutig einfacher. Oder man könnte sagen Singapur, auch da muss man ja eine volle Steuererklärung einreichen. Oder man kann auch sagen Hongkong. Ja, also so schön das auch ist mit der LLC und dass man nichts einreichen muss, keine Jahresabschlüsse, keine Buchhaltung, das hat natürlich alles Vorteile, ist mir schon klar. Aber wie gesagt, wenn du dann nichts hast, keinerlei Dokumentation, keinerlei Jahresabschlüsse, keinerlei betriebswirtschaftliche Auswertung und du gehst zur Bank und sagst, hier, das ist mein Vermögen. Ja, und du kannst dich erklären, sodass die Bank zufrieden ist, woher das Vermögen kommt, dann stehen deine Chancen, zumindest bei den Top-Banken ein Konto zu bekommen, ziemlich schlecht. So, nicht jeder braucht natürlich ein Konto bei einer Top-Bank. Viele sagen mir, okay, ich habe ein Konto bei Wise, ich habe ein Konto bei Revolut, reicht mir völlig aus, mehr brauche ich nicht. Aber meine Befürchtung ist, dass diese Compliance überall strenger wird, auch bei diesen einfachen Banken in Anführungszeichen. Das haben wir ja auch schon in den letzten Jahren gesehen. Ich meine, wie oft bekommen Kunden, die bei Revolut sind, eine E-Mail, wo sie sagen müssen, okay, wir wollen jetzt die und die Nachweise von dir haben. Und wenn du die nicht liefern kannst, wird das Konto zugemacht von heute auf morgen. Das wird meiner Meinung nach immer schlimmer werden. Daher kann es meiner Meinung nach nur in deinem Interesse sein, wenn du eine saubere Dokumentation hast. Überleg dir das, was ich gerade eben mit den Firmen zum Beispiel gesagt habe, zumindest in der langfristigen Planung. Und dann, wenn man einfach bei dem Setup, was man sich aufbaut, sich immer vorher überlegt, wie schätzt das ein Bankmitarbeiter ein, dem ich mich selbst präsentiere, mein Gesamtbild, mein Gesamtvermögen, meine Gesamtsituation. Sieht es da wirklich gut aus, zum Beispiel, wenn ich in Nordzypern wohne? Sieht es gut aus, wenn ich einen Lebenslauf habe, wo drauf steht, ich habe die letzten 10 Jahre in Nordzypern gewohnt? Macht es nicht irgendwo Sinn, wenn du gerne Zeit in Nordzypern verbringst, dass du irgendwo einen offiziellen Wohnsitz hast in einem Land, das ebenfalls steuerfreundlich ist, aber eben von den Banken nicht mit Argwohn betrachtet wird. So, und der letzte Punkt, den ich anbringen möchte, wie du dich auch davor schützen kannst, dass die Kontoeröffnung eben blockiert wird, ist, dass du dir jemanden suchst, der bereits ein Vertrauensverhältnis zu der Bank hat. Also wir zum Beispiel haben ja viele Kontakte mit Banken, Direktkontakte. Ich würde sagen, wir sind bei vielen wichtigen Banken, inklusive Banken in der Schweiz, inklusive Banken in Singapur, als sogenannte Introducer bekannt. Die kennen uns persönlich, die kennen unsere Mitarbeiter persönlich. Die wissen, dass über uns solide Kunden kommen, Kunden, die normalerweise kein Problem machen, wo man also auch schon im Vorfeld dann sozusagen als Filter agieren kann. Du sprichst also nicht direkt mit der Bank zunächst, sondern wir. Wir sagen der Bank, hör mal zu, wir haben da den und den Kandidaten. Er ist ein starker Kandidat, ist vermögend, wohnt in einem sicheren Land, aber vielleicht bei seinem Kryptovermögen gibt es einige Dokumentationslücken. So, bisher haben wir den Namen der Bank noch gar nicht gesagt. Das heißt, sie kann dich gar nicht in eine Datenbank aufnehmen. Dann sagt die Bank vielleicht, okay, kein Problem, damit können wir umgehen. Oder die Bank sagt, nee, lieber nicht. So, dann werden wir den Antrag dort gar nicht stellen und du hast dann keine Ablehnung. Oder die Bank prüft die Unterlagen und sagt, naja, mit dem wird es leider nicht unbedingt was werden. Bevor wir den jetzt ablehnen, sag ihm doch am besten, er soll seinen Antrag zurückziehen. Und dann kann er es ja gerne vielleicht in einem Jahr nochmal probieren, wenn sich dann sein Profil geändert hat, wenn er das und das gemacht hat und in der Zwischenzeit muss man halt woanders hingehen. Am sichersten fährst du, wenn du die Bank als Behörde betrachtest, wenn du mit der Bank im Grunde genommen umgehst wie mit dem Finanzamt, wenn du die gleichen Belege sammelst, wenn du die gleichen strukturierten Antworten vorbereitest und wenn du natürlich auf der Hut bist, nicht das Falsche zu sagen. Wenn du dich an diese Regeln hältst und dann natürlich die richtige Bank von vornherein auswählst, dann ist die Wahrscheinlichkeit deutlich größer,
dass dein Konto nicht abgelehnt wird und dass du mit sehr guten Banken langjährige Geschäftsbeziehungen eingehen kannst. In diesem Sinne, wenn auch du an einer Kontoeröffnung interessiert bist im Ausland, ich hatte ja vorhin schon einige der Jurisdiktionen genannt, dann würde ich mich freuen, wenn wir dich hierbei unterstützen können. Alle weiteren Infos auf unserer Webseite, Link dazu in der Beschreibung dieses Videos. Wenn du erst nochmal zum Thema Banken, zum Thema Vermögenssicherung mit einem meiner Kollegen sprechen willst, dann buche eine Beratung mit Friedrich. Er ist unser Vermögenssicherungsexperte. Er kann dir bei der Auswahl der richtigen Bank zur Seite stehen. Er war früher selbst Banker, hat im Private Banking gearbeitet. Alle weiteren Infos auch dazu in der Beschreibung dieses Videos. Wir tun seit 20 Jahren nichts anderes als Mandanten genau bei solchen Fragen zu unterstützen. Wie gesagt, wir eröffnen seit 20 Jahren Bankkonten. Wir helfen Mandanten ins Ausland umzuziehen, sich steuerlich zu optimieren, ihr Vermögen zu schützen, einen Plan B aufzubauen. Ich würde mich freuen, auch dich alsbald zu unserer Mandantschaft zählen zu können. Bist du Unternehmer, Freiberufler oder Investor? Zieht es dich schon lange ins Ausland? Mach heute den ersten konkreten Schritt in eine Zukunft mit mehr Geld und mehr Freiheit. Buche ein Beratungsgespräch mit Sebastian und seinen Kollegen. Unsere Kanzlei unterstützt Mandanten wie dich dabei, deine Steuerlast legal zu reduzieren, Vermögen aufzubauen und zu schützen und deine persönliche Freiheit zu maximieren. Profitiere jetzt von unserem Fachwissen und unserem Netzwerk. Gehe zu mandatierung.com und werde Mandant unserer Kanzlei.